Hallo und willkommen zusammen, ich bin Hajo, ich mache bei der Böker Manufaktur das Key Account Management und bin außerdem Mitglied im Produktentwicklungsteam. Ich zeige euch heute eine meiner Lieblingsprozesse aus unserer Fertigung und dazu führe ich euch in die geheimen Katakomben von Böker, dorthin, wo niemals die Sonne scheint und wo es immer sehr laut ist. Dann lasst uns mal schauen. Ich zeige euch heute den Gleitschleifprozess. Das ist eine mechanische Oberflächenbearbeitung, die wir im Hause vornehmen. Also ein Finish auf Neudeutsch. Diese Abteilung befindet sich hinter dieser Tür. Da drin ist es sehr laut. Das Gleitschleifen hat mich vom ersten Augenblick, als ich es kennengelernt habe, fasziniert und seitdem jedes Mal aufs Neue, weil es einfach so ein simpler, effektiver, vielseitiger Prozess ist, der zudem auch noch unglaublich gute Resultate liefert. Wie gesagt, ist sehr laut da drin. Wir gehen jetzt mal rein, schauen uns an, wie das alles aussieht und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Okay, ich gehe unter Eigensicherung rein. Ja, das ist schon etwas besser. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Ein bisschen Geräuschkulisse wird bleiben, weil hinter euch, da sind die beiden Schleifkühlmittelaufbereitungsanlagen von oben aus der Schleiferei. Die müssen weiterlaufen, sonst können die Jungs oben nicht arbeiten. So, beim Gleitschleifen, was ihr gerade schon gesehen habt, machen wir uns ein Prinzip aus der Natur zunutze. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Genauso wie ein Kiesel im Bach oder besser noch der Kiesel in der Brandung früher mal ein eckiger Stein war und über die Jahrtausende rund geschliffen worden ist, dadurch, dass er mit anderen Steinen aneinander gerieben ist, das können wir uns natürlich auch bei Klingenrohlingen zunutze machen. Das hier ist jetzt das klassische Gleitschleifen im eigentlichen Sinne. Ich erkläre gleich, was wir da sonst noch alles mitmachen können, aber beim Gleitschleifen geht es darum, dass so ein Klingenrohling hier, der vom Rohschliff kommt und hier schon ganz behutsam ausgemacht worden ist an den Rändern, dass er ganz gleichmäßig alle Kanten gebrochen bekommt und dass er auch eine gleichmäßige Oberfläche bekommt, dass diese tiefen Riefen vom Rohschliff nicht mehr drin sind. Und das könnte am Band kein Ausmacher so effektiv, aber auch nicht so gleichmäßig ausmachen, wie das hier in dieser Maschine passiert. Das sind keine Naturkiesel natürlich, sondern spezielle Keramikschleifkörper. Die Metaller, branchenintern, nennen wir das nicht nur Gleitschleifen. Gleitschleifen ist zwar der korrekte Fachbegriff, der Ingenieursbegriff, der technische, aber Metaller in der Branche sprechen eigentlich eher vom Rommeln, also lautmalerisch. Das ist ja ganz einleuchtend, ihr habt das gerade gesehen, ist ja ganz anschaulich. Oder auch vom Trovalisieren, weil Walter Troval hier aus der Nachbarschaft, das ist einer der größten Hersteller für diese Keramikschleifmittel. Deshalb ist das so wie Tempo oder wie Colt. Da ist eben eine Marke Wort für den Prozess geworden. Das ist das Gleitschleifen. Das ist der Ursprungsgedanke. Wir können noch andere Dinge damit machen. Hier haben wir das AK1 als Tanto. Das ist schon gleitgeschliffen. Das war hier schon einmal drin. Das hat den Prozess hinter sich. Was wir hier haben möchten, ist ein Stonewash. Ich brauche euch Stonewash nicht erklären, also eine gleichmäßig zerstoßene Oberfläche. Und das passiert hier gerade mit den AK1 American Tanto in diesem Maschinchen. Wir haben kein fertiges Muster, aber hier sieht man vielleicht nochmal das Stonewash bei einem Bronco. Das durchläuft denselben Prozess. Wir können da ein bisschen mit spielen. Da lasse ich natürlich nicht zu tief in unsere Trickkiste gucken, aber wir können zum Beispiel einen Dark Stonewash machen. Der Dark Stonewash, da wird die Klinge vorher dunkel angeätzt und dann wird die da reingeschmissen. Dann kriegt die auch diese zerstoßene Oberfläche. Das kriegt dann so ein Vintage Use Look, wie immer man es nennen möchte. Und zu guter Letzt nochmal ein besonders feiner Prozess für uns. Das hier sieht aus wie Graupen, fühlt sich seidenweich an, ist aber auch eisenharte, also keramikharte Keramik. Und damit können wir polieren. Hier haben wir eine Klinge, die hat den Stonewash-Prozess durchlaufen.
und kommt dann eben auch hier in die Poliermaschine. Und das ist was besonders Feines für uns, weil Polieren ist ein Ergebnis, das kostet sehr viel Zeit. Da müsste sonst jemand sehr lange am Band sitzen. Und auch hier kriegt man eine besondere Gleichmäßigkeit hin. Das ist der Gleitschleifprozess. Simpel, aber für mich absolut faszinierend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder raus und dann gebe ich euch noch einen kleinen Tipp zu Hause, wie ihr das zu Hause nutzen könnt. So, ihr kriegt jetzt wie versprochen noch ein bisschen was zum Eintuppern für zu Hause, zum Anwenden. Und zwar geht es darum, falls ihr Klingen- und Messermodder seid und schon mal mit so einer Oberfläche von so einem Messer auseinanderbaut und mit so einem Klingenrohling oder einer Klinge ein bisschen rumspielen wollt. Das ist auch kein großes Geheimnis. Gibt es auch schöne viele Videos auf YouTube zu, wie sich Leute richtig kleine Maschinen bauen mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Aber letztendlich geht es auch alles sehr simpel. Ihr nehmt einfach so einen Weithaltskanister oder eine Weithaltsflasche, tut ein paar Hände voll mittelgroßen Schotter rein, den ihr irgendwo gesammelt habt. Dann kommt der Klingenrohling rein. Und dann könnt ihr bei irgendeiner Tätigkeit, Film gucken, Hörspiel hören, das immer schön hin und her bewegen, hin und her rollen oder, was mein Favorite ist, ich spanne das einfach ganz fest auf den Gepäckträger von einem Fahrrad und fahre 10 Kilometer Waldweg. Und dann bekommt ihr eben denselben Effekt, eine zerstoßene Oberfläche, Stonewash, beziehungsweise je nachdem, was ihr hier in diese Flasche macht, in den Weithaltskanister, könnt ihr ein bisschen mit den Effekten spielen, ob ihr da Steine reintut, alte Schrauben und Muttern. Könnt ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren, was da rauskommt. Das war's wieder im Groben aus der wunderbaren Welt der Messer. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Bedanke mich, habt eine gute Zeit, seid nett zu euren Messern. Bis zum nächsten Mal.